Hallo zusammen. So, hier sind wir wieder. Ich wollte mal gerne über das Thema Schleppleine sprechen. Da geht mir immer sehr viel durch den Kopf. Und ich muss sagen, meines Erachtens sind viele ungeschickte Ratschläge auf dem Markt unterwegs, wie man damit umgehen soll. Weil so eine Schleppleine kann wirklich gefährlich werden, besonders wenn man etwas größere Hunde hat, wie jetzt unsere zwei. Und das ist einfach von der Physik her eine ganz klare Sache, dass wenn diese Schleppleine durchhängt, dann ist das natürlich in Ordnung. Wenn ich das andere Ende festhalte und mein Hund an durchhängender Leine vor mir herläuft, ist das eine super Sache. Wenn dieser Hund aber, wie unsere Luna, die sich gerade wälzt, dann auf einmal beginnt irgendwo hinzurennen, dann hat die vom Hebel her, der damit entsteht, einen ganz klaren Vorteil. Und ich finde, Schleppleinen sind zum Teil richtig, richtig gefährlich. Und ich möchte eigentlich dazu am meisten noch sagen, ein kleiner Blick. Jetzt hallo ihr zwei. Hey, Boso, pass auf, du bist an der Leine. Langsam. Hier, der Schnee, der animiert natürlich. So, wo war ich? Also die Schleppleine heißt ja nicht umsonst Schleppleine, weil die vom Hund hinterher geschleppt werden soll. Im Idealfall sollte natürlich das Ende von dieser Schleppleine immer irgendwo in der Nähe vom Menschen sein. Wie ihr das seht, ist es bei uns nicht immer der Fall. Aber wenn ich mich hier umschaue, dann ist die Situation gerade auch sehr ruhig und entspannt, sodass das von meiner Erfahrung her und von meiner Abschätzung her in Ordnung ist, wenn sie auch mal ein bisschen größeren Radius um mich herum agieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schleppleine am meisten was bringt. Luna, du mal zu ziehen. Wenn, wie natürlich viele Trainer das auch weitergeben, dass man den Hund wieder zurückholt, zurückangelt in dem Sinne. Aber beim Laufen selber, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, um diese Aufgeregtheit, die immer wieder mal aufpoppt, je nach Hundeart, also nicht Hunderasse, sondern der Charakter des Hundes, bringt es am meisten, wenn diese Leine sozusagen immer vom Menschen als direkte Stoppmöglichkeit genutzt werden kann. Das heißt, was meine ich damit? Ich meine, die Schleppleine liegt auf dem Boden, wird vom Hund hinterher geschleppt. Ich möchte mit dem Hund interagieren, der ist aber irgendwie gerade mit Schnuppern oder sonstigem beschäftigt. Oder er will gerade irgendwo vielleicht ausbrechen, weil irgendwas anderes extrem wichtig ist. Und ich kann dann direkt auf die Leine drauf treten. Das ist eine sehr schnelle und direkte Reaktion, die dem Hund ein klares Signal gibt, egal wie weit ich von meinem Menschen weg bin, er kann auf mich einwirken. Besonders mit dem Drauftreten finde ich einfach, das ist für einen Menschen viel sicherer. Ich mache das natürlich nur, wenn ich auch einen sicheren Stand habe. Und ich würde auch nie einen Hund an die Schleppleine nehmen, der nicht halbwegs in Kontakt mit mir ist. Also so wie die zwei jetzt laufen,
Da haben wir jetzt gute 2, fast 3 Jahre daran gearbeitet, dass es so gut funktioniert. Vorher sind die natürlich nie auf die Entfernung irgendwo hingekommen, weil die sozusagen ihren eigenen Kopf durchgesetzt hätten. Mal langsam, ihr zwei. Luna, du auch. Mal warten. Und erst wenn dieser Kontakt richtig gut zwischen Mensch und Tier ist, bringt es was mit der Schleppleine. Weil wenn die explosiv und spielerisch und total unkontrolliert an Schleppleine laufen oder grundsätzlich laufen, wenn sie draußen sind, dann würde ich von einer Schleppleine absolut abraten erstmal. Weil wie gesagt, von der Physik her haben die Hunde aber einen bestimmten Länge von der Leine oder Entfernung einen riesen Vorteil physikalisch gesehen von diesem Hebel, der sich da aufbaut. Und da habe ich wirklich schon einige Sachen erlebt, dass ich umgerissen wurde, weil, keine Ahnung, meine Hände natürlich über meinem Schwerpunkt von meinem Körper sind, dass irgendwie meine Finger in der Leine eingequetscht wurden und das kann man alles verhindern, wenn man zum richtigen Zeitpunkt damit anfängt. Und das heißt auch nicht, hallo, hier sind wir, hier, Luna, du auch, komm. Die merken jetzt natürlich, dass ich ein bisschen abgelenkt bin und meinen, sie können jetzt komplett tun, was sie wollen, ohne beobachtet zu werden. Aber das werden wir natürlich nicht zulassen, im Wald sowieso nicht. Ja, mal gucken, habe ich jetzt meine Gedanken alle ein bisschen zusammengefasst, die ich zu der Schleppleine hatte. Also das Allerwichtigste ist wirklich, die Hunde in Ruhe ausgehen zu lassen. Sie sollen natürlich schnuppern, sie sollen die Umgebung erfassen mit ihrer Nase. Das ist nun mal ihr Hauptsinn, den sie einsetzen. Und wenn diese Ruhe vorhanden ist, dann kann man da ganz anders drauf einwirken. Und dann dürfen sie auch einen größeren Radius nutzen. Solange ein Welpe zu aufgeregt ist und diese Trainer, die arbeiten ja auch oft mit viel Aufregung, mit viel Spaß, Spannung und Leckerchen. Also ich muss sagen, meine Hunde in dieser Größe und von dem Charakter, den sie haben, davon erzähle ich euch ein nächstes Mal. Das ist für mich nicht handelbar. Das sind beides Hunde um die 30 Kilogramm. Und ich brauche die Ruhe, damit die zwei überhaupt in der Lage sind, auf mich eingehen zu können, wenn ich von denen was will. Wenn die im Spiel sind oder die Luna da drüben immer irgendwie auf der Suche nach einer Fährte, nach einem Jagdopfer, dann habe ich da keine Chance. Mit Leckerchen, mit sonstigem geht zum Teil, aber ist nicht dieser Effekt, den man eigentlich haben will. Das rührt daher, dass wir beide Hunde als bereits erwachsene Hunde aufgenommen haben. Wir haben also die Prägung nicht, die man ansonsten vielleicht als Welpe noch aufbauen kann. Und deswegen sind wir auch in dem Sinne, also mein Mann und ich, gezwungen gewesen, auch vielleicht ein paar andere Wege einzuschlagen. Und diesen Weg möchte ich euch mit nach und nach ein bisschen nahe bringen. Es geht viel um den Menschen selber, um seine Gefühle, um seine Einstellungen zu bestimmten Situationen und was die Hunde, wie die das aufnehmen und wie die dann mit und für den Menschen zum Teil auch reagieren.
Und das ist ein gemeinsamer Weg, den man beschreitet. Und die Hunde danken es einem, wenn man wirklich sich Mühe gibt, um zusammenzukommen in einen Kontakt. Und da bin ich über die Luna sehr, sehr froh, dass sie da so einen großen Fortschritt gemacht hat, weil die wäre die nie so ruhig hier im Wald gelaufen. Da wäre das gar keine Idee gewesen, im Wald die Leine loszulassen und die zweimal was erkunden zu lassen. So, ich würde sagen, für heute reicht's. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Abonniert gerne den Kanal und lasst mir auch gerne ein Like da. Ich freue mich auf euch. Tschüss.